nein, warte, wie ist das möglich? Hallo Leute, in diesem Video erzähle ich euch etwas über den Indikator ATR, der für Average True Range steht. Heute werden wir mit diesem Indikator handeln. Mein Ziel ist es, die Einlage mindestens zu verdoppeln. Wir beginnen mit $900 und $2000. Am Ende wäre eine gute Demonstration dieser Strategie und des Indikators. Ich werde mein Bestes tun, um ATR im Detail zu erklären. Der Indikator ist sehr vielseitig. Es kann mit jeder Strategie verwendet werden, wenn richtig eingestellt. Ich werde auch einige hilfreiche Informationen für den Handel weitergeben. Ich erkläre, wie man ATR richtig einsetzt, wie man Informationen daraus gewinnt und wie man ihn richtig einstellt. Dieses Video ist ziemlich lang. Wir werden eine Menge Geschäfte machen müssen, weshalb ich denke, dass es ein nettes kleines Tutorial für diejenigen ist, die selbst handeln wollen. Ich erkläre, worauf ich achte, wie ich Geschäfte mache und so weiter. Nachdem Sie dieses Video gesehen haben, können Sie es mir gleich tun und noch heute Geld verdienen. Zumindest werden Sie hochwertiges Wissen erhalten, also lassen Sie uns anfangen. Zuerst fügen wir den Indikator in der oberen linken Ecke auf Bucket Option hinzu. Wir klicken hier auf Average True Range. Die Standardperiode ist 14. Ich werde sie nicht ändern. Ich mache nur die Linie dicker, um sie besser zu sehen. Was ist ETR? ETR ist ein Volatilitätsindikator. Wir haben diese veränderbare Skala, die vom Preis abhängt. Wir haben eine obere und eine untere Grenze, hier zwischen denen sich der Indikator bewegt. Wenn der Indikator hoch ist, bedeutet das, dass der Markt sehr volatil ist. Der Preis ändert sich auf hohem Niveau. Wir sehen hier, dass die ATR auf dem Hochstand ist, also muss die Marktvolatilität hoch sein. Wir sehen große Kerzen in der Grafik, der Preis ändert sich häufig. Hier sind die Kerzen klein. Hier die Grafik steigt trotz des starken Trends langsam an. Und dann nimmt die Volatilität zu. Die Kerzen werden groß, was darauf hindeutet, dass im Moment eine größere Anzahl von Händlern auf dem Markt ist. Was bedeutet Volatilität für uns? Eine niedrige Volatilität bedeutet ein geringes Marktinteresse und eine geringe Anzahl von Händlern. Unser heutiges Ziel ist es, auf die niedrigen Indikatorwerte zu achten. Wenn wir uns diese Zeiträume in der Grafik ansehen, verstehen wir, dass sich kaum jemand für den Markt interessiert. Was bedeutet, dass sich ein Trend abzeichnet, egal ob er steigt oder sinkt. Wir warten einfach auf einen Anstieg der Volatilität. Wenn die Volatilität sinkt und wieder steigt, entsteht ein Markttrend. Das gleiche passiert bei hoher Volatilität. Hier zum Beispiel ist die hohe Volatilität in der Grafik zu sehen. Sie sieht aus wie eine Seitwärtsbewegung am Ende des Trends. Nachdem der Indikator zu fallen begann, bildete der Markt einen Abwärtstrend. Unsere heutige Aufgabe besteht darin, die Höchst- und Tiefstwerte des Indikators abzuwarten und dann Entscheidungen über Geschäfte zu treffen. Ich erinnere Sie daran, dass dieser Indikator keine Signale gibt. Er warnt
uns lediglich vor einer bevorstehenden starken Marktbewegung. Jetzt müssen wir die steigende Volatilität auffangen und verstehen, wohin sich der Markt bewegt. Wenn der Markt steigen will, werden wir natürlich bei zunehmender Volatilität auf steigende Kurse setzen. Das kann wie folgt aussehen. Zum Beispiel, der Indikator ist dabei, die untere Grenze zu erreichen. Er wird nach oben abprallen und der Preis wird zu steigen beginnen. Wir wissen, dass die Käufer den Markt übernommen haben, also wird der Preis weiter steigen und wir können während dieses Trends Gewinne erzielen. Lassen Sie uns mit der Praxis beginnen. Los geht's. Was sollen wir in dieser Situation tun? Lassen Sie uns ein wenig analysieren. Wie gesagt, wir haben gewartet, dass der Indikator bis zum Minimum sinkt. In diesem Moment steigt eine grüne Kerze auf, etwa hier. Man kann es hier sehen, sie ist größer als alle vorherigen Kerzen. Der Indikator reagiert auf diese Bewegung, die Volatilität nimmt zu. Also warten wir auf einen Anstieg des Indikators. Ich kann jetzt ohne offensichtliche Gründe ein Geschäft für einen Anstieg eröffnen. Das Einzige, was ich Ihnen sagen kann, ist, dass wir diesen Aufwärtstrend hatten hier. Der Preis bewegte sich in diese Richtung. Im Moment beginnt der Trend zu fallen, aber es gibt hier eine Art von Unterstützungsniveau. Die Grafik prallt wahrscheinlich daran ab und beginnt zu steigen. Es ist noch nicht sehr offensichtlich, vielleicht wird das Niveau getestet, aber wir brauchen eine höhere Volatilität mit schnelleren Bewegungen, damit wir die Marktrichtung verstehen und mit dem neuen Trend Geschäfte machen können. Normalerweise deutet ein schneller Anstieg der Volatilität auf einen mächtigen Spieler hin. Solche Spiele haben eine strikte Position mit ihrer gewünschten Marktrichtung. Das ist normalerweise offensichtlich. Wenn der Markt fehlt, handeln wir auf fallende Kurse. Wenn er steigt, auf steigende. Das ist sehr einfach. Nichts Schwieriges. Wir folgen einfach den Regeln und nutzen die Logik. Ich mache das zweite Geschäft und warte auf das Ergebnis. Ich hoffe, alles ist klar. Bis jetzt ist es schwer zu sagen, ob das Signal von unserem Indikator stammt. Wir haben einfach das Unterstützungsniveau verwendet, das ich eingezeichnet habe. Markieren wir es noch einmal. Ich warte auf einen Trendbeginn und die Bestätigung des Indikators. Warten wir zusammen. Sehen Sie, der Indikator ist von der unteren Grenze nach oben gesprungen. Jetzt befindet er sich in der Mitte des normalen Bereichs. Hier ist die Volatilität hoch. Hier und hier ist sie niedrig. Im Moment befinden wir uns in der Mitte. Der Indikator steigt langsam an, aber die Grafik befindet sich in der Nähe der Unterstützungslinie. Für mich ist das ein Signal für eine Senkung, denn starke Niveaus führen nicht sofort zu Reaktionen. Wenn die Grafik nicht sofort abprallt und die Volatilität zunimmt, bedeutet das in der Regel, dass das Niveau durchbrochen wird. Zuvor lagen alle Kerzen oberhalb der Linie. Jetzt hat sich eine darunter gebildet. Die Bewegung wird wahrscheinlich nach unten gehen und die ATR bestätigt dies mit zunehmender Volatilität. Es gibt einen großen Spieler, der einen großen Betrag für den Kauf oder Verkauf hat. Um diesen Betrag zu verstehen, müssen wir verstehen, wohin sich der Markt bewegt. Ich habe ein Signal von der Unterstützungsebene gesehen. Die Volatilität ist gestiegen, was bedeutet, dass die Händler daran interessiert sind, dass der Markt fällt. Aus diesem Grund fällt er. Wenn der Kurs bei zunehmender Volatilität hoch über dem Niveau wäre, würde ich verstehen,
dass das Niveau nicht durchbrochen wurde. Also würde die Grafik weiter steigen. Aber wenn das Niveau durchbrochen wird, wird der Preis mit diesem Abwärtstrend weitergehen. Ich hoffe, das ist also klar. Werfen wir einen Blick auf diese interessante Situation. Wir machen sofort ein Geschäft und analysieren es. Wir sehen, dass die ATA ganz unten ist, was bedeutet, dass die Volatilität des Marktes gesunken ist. Die Grafik liegt unterhalb des Widerstandsniveaus. Sie prallte kürzlich von diesem Niveau ab und schaffe es nicht, es zu durchbrechen. Als sich der Trend gerade bildete, war die Volatilität ziemlich hoch. Da das Niveau jedoch nicht durchbrochen wurde, ist das Interesse am Markt verschwunden, sodass der Preis langsam zurückgehen wird. Beim letzten Mal, als die Volatilität so gering war, fiel die Grafik ebenfalls vom Widerstandsniveau. Vielleicht wird das Gleiche jetzt passieren. Versuchen wir nicht zu raten, sondern handeln wir einfach nach unserem Plan. Ich denke, die Analyse ist richtig. Die Volatilität sollte bald steigen und den Abwärtstrend beibehalten. Warten wir. Also, der Markt fällt langsam. 2 Geschäfte schließen mit Gewinn und eines mit Verlust. Der Markt fällt offensichtlich mit dieser roten Kerze. Die Volatilität beginnt zu steigen. All dies deutet auf einen Abwärtstrend bis zu diesen Niveaus hin. Suchen wir also nach einem Einstiegspunkt und eröffnen wir Geschäfte, um den Markt zu senken. Ich werde gleich einen machen und beobachten. Werfen wir einen Blick auf die M1-Grafik, eine weitere rote Kerze erscheint und es gibt eine weitere horizontale Ebene. Hier im Moment ist das eine Unterstützung. Sie könnte nicht durchbrochen werden. Im Falle einer Seitwärtsbewegung wird die Volatilität fallen. Bislang ist die Situation unklar. Wenn das Niveau durchbrochen wird und die Volatilität weiter steigt, ist ein Abwärtstrend offensichtlich. Beobachten wir also erst einmal und finden eine neue Grafik. Los geht's. Hier ist eine weitere interessante Situation mit einem langen Aufwärtstrend. Trotz der steigenden Bewegung fehlt die Volatilität. Das kann auf einen bevorstehenden Trendwechsel hindeuten. Eine Seitwärtsbewegung, die zum Beispiel die Volatilität senkt, und wenn die ATR auf ein komplettes Minimum fällt, beginnt sie zu steigen und der Markt wird mit einem neuen Trend fallen. Schon jetzt ist das Verblassen der Aufwärtsbewegung offensichtlich. Also nutze ich die gute Gelegenheit, ein Geschäft zu senken zu machen und wir warten auf das Ergebnis. So einfach funktioniert die Analyse. Wir benutzen nur die Logik. Wie gesagt, die Volatilität nimmt wieder zu und der Trend wird stark. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine Korrektur oder eine Trendwende handelt. Es ist nur gut, dass wir verstehen, was auf dem Markt passiert. Der Markt fällt langsam weiter. Die Volatilität ist immer noch auf einem Minimum, aber der Markt fällt weiter. In dieser Situation warten wir einfach darauf, dass die Volatilität schnell ansteigt, zum Beispiel bis zu diesem Maximalpunkt, etwa hier. Wenn die ATR steigt, werden die Marktkerzen größer und der Trend wird aktiver. In einem solchen Moment würden wir anfangen, nach Umkehrpunkten zu suchen, aber wir haben zu Beginn dieser Abwärtsbewegung schöne Gewinne gemacht.
Also, weiter geht's. Lassen Sie uns ein paar letzte Geschäfte abschließen. Wir müssen nur diese Geschäfte mit Gewinn abschließen, um unser Ziel zu erreichen. Was den Markt anbelangt, so gibt es ein bestimmtes Unterstützungsniveau, von dem der Grafik abgeprallt ist. Die Volatilität ist minimal und wir sehen, was passiert ist, als der Indikator zuvor gefallen ist. Es gibt eine erste Trendbewegung und eine weitere hier. Ich warte jetzt auf dasselbe Ergebnis. Es verbleiben noch 15 Sekunden, um die Geschäfte mit Gewinn abzuschließen. Ich denke, hier alles ist klar. Freunde, vergessen Sie nicht, dass ich einen Telegram-Kanal habe, wo ich ähnliche Signale teile, sodass ihr mit mir zusammen verdienen könnt. Heute haben wir unsere Startanlage verdoppelt. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich. Seien Sie klug bei Ihren Geschäften und Sie werden Ihr Ziel erreichen. Bis bald. Tschüss. Wir sehen uns in meinem nächsten Video.